Ja, Hallöchen an diesem schönen sonnigen Tag. Hoffe doch mal, dass es sonnig ist. Ja, sieht doch sehr sonnig aus hier. Schwören können wir hätten woanders Schluss gemacht. Na gut. Wie? Wir haben Schluss gemacht. Was? Hä? Okay. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu. Ja, das sieht aber ganz doll nach einem Déjà-vu aus. Hallo? Hast du nicht gespeichert? Doch, habe ich eigentlich. Eigentlich ist die kleine Schwester von Scheiße. Ja. Sehr eigenartig. Ja. Obwohl, nicht ganz. Ich glaube, diese Gesprächsoption hatten wir noch nicht gehabt. Na, Mr. schauen wir Hamish, mal. can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Aber recht hat. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Also der beste Vorgesetzte, den man haben kann. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say? He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That and... And... He had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Okay, ein paar Sachen Thank you, hatten Mr. wir schon Hamish. gehabt. We shall continue our investigation. Sehr, sehr seltsam. Gespeichert habe ich aber 100 Pro. Can I Ey, help oder you, nicht? gentlemen? Was zur Hölle? Ja, das ist definitiv das, was wir schon hatten. Mhm. Sehr eigenartig. Naja, kann ja nicht schaden. Ja, wir sind zumindest gut informiert. Hm. Ja, junger Mann, wir wissen, was Sie als nächstes sagen werden. Er ist tief traurig, hat sich beim Rasieren geschnitten, kennt man ja. Und er hat saubere Hände. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Okay, wir haben ja eindeutig eine Störung der Matrix. Also zeitlich ist es so, als wären wir gerade erst angekommen, trotzdem wissen wir schon etwas, wo wir noch gar nicht waren. Ja. Denn
Das Kolonialhaus haben wir eindeutig nach dem Gespräch mit ihm untersucht. Also woher weiß Holmes das jetzt noch? I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens. And I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director? Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Thank you, young man. We shall see you again soon. Alrighty then. Oh, schick. Hey, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Sehr, sehr eigenartig. Okay, das haben wir eindeutig schon untersucht, sonst wäre es ja nicht grün, also. Hat er gespeichert und irgendwie doch nicht. Also, According to this, Wie du they have gesagt hast, light deine and Mappe. moisture control in some parts of the building. Überprüf mal deinen Nacken, ob der Stecker noch steckt. Ach, spätestens wenn plötzlich Anzugträger mit Sonnenbrillen auftauchen, wissen wir Bescheid. Watson, mach dich nicht so fett. Wie nennst du dir fett? Ich bin überhaupt nicht. Ja, dich nicht, sondern Watson hier. Ich bin doch hier dein Watson, Menno. Nee, du bist mein Schwesterchen. Das auch. Und dein Watson. Na ja, dann nehme ich zurück. Das haben Frauen so. These trees, with their roots in water, must originate from Louisiana. Ah, yes, the bayou. I remember our visit in the case of the Awakened. Ja, wer erinnert sich nicht gern dran? Blutrünstige Sekte im Louisiana. Dann noch ein schönes Pläuschen mit Cthulhu. Was will man mehr? Der nicht von Lob. Jo. Na gut, nicht direkt Cthulhu, aber auch so ein komisches, mystisches Seemonster. War ein sehr verrücktes Abenteuer. Hallo? Ist da einer drin? Ja, scheinbar nicht. Naja, hier haben wir schon alles untersucht. Warum wir plötzlich einen Sprung in die Vergangenheit gemacht haben, ist mir jedoch schleierhaft. Wäre interessant, ob wir das reproduzieren können. Dann hätte ich gerne bitte so einmal 10 Jahre zurück oder so. Water Lily Greenhouse. Naja. Zeitreisen sind immer zu kompliziert. Am besten, man macht das nicht. Hey, ich bin wohl falsch abgebogen. Ich bin jetzt irgendwo in der Wüste. Wenn jetzt jemand anfängt, das Lied These flower pots are beautiful. They are intended.
The symbol is not from Kew Gardens. Aha. Interessant. Dann können wir also wieder mal was untersuchen. Wow, ich kann nicht mal Zeitung lesen. Wow. Das heißt, Watson muss ihm immer die Zeitung vorlesen, oder was? Nee. Holmes kann natürlich lesen. There is a smell of burning. No shit, Sherlock. Diesmal wortwörtlich. Ja. Aha. Wow. Ein zerbrochener Topf. Auch mit dem S. The symbol is not from Kew Gardens. Sieht irgendwie asiatisch aus. Eine Schutzmaske? A protective mask. Das ist ja mal interessant. Gibt es da innen drin was zu sehen? Someone set it alight, but it did not burn. Aha. The remains of a picture frame. A broom handle was half burned. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Das ist eindeutig eine Fliegenfalle gewesen. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und würde sagen, da hat jemand Beweise versucht zu vernichten. Ja. Aber nicht besonders erfolgreich. Hm. Okay, ziemlich kurze Mistgabel. Ja. Also Watson, halt Ausschau nach einem Lilliputaner. Leute. Oh, ich kann nicht auf die Hake treten. Das wäre unter Sherlocks Würde. Ja. Oh. Look, Holmes, this charming lady must be Miss White. She's entering the seed house. Colonial collection. Nursery. Seed house. Okay, also hier waren wir. Ach, da steht's ja. Wir sind hier. Gut. Dann ist das hier das Ventilationssystem und das ist das Seed House. Open. Das ist doch mal eine tolle Technik. Man muss nur noch zu der Tür sagen, öffne dich und sie öffnet sich. Ja, genau. Womit wir wieder bei der Zeitreise wären, ne? Ja. Okay, obwohl sie sich noch gar nicht vorgestellt hat, weiß er schon, dass sie Margaret White ist. Naja, Watson hat's ja quasi verraten. Oh, Good day to you, miss. You have some very beautiful plants here. Why, thank you, sir. And good day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Hat sie noch nicht mitgekriegt? nee, scheinbar nicht. Aber ist doch schon mal ein toller Anspruch. Madame, Sie haben wunderschöne Pflanzen. Ja. Ich glaube, lieber Watson, sie ist ein bisschen zu jung für Sie. Teures Parfüm. Oho. Rosa Flecken. Pelagra, arme Familie. Okay. Rosa Flecken.
Ja, dafür, dass sie aus einer armen Familie kommt, kann sie scheinbar teures Parfüm leisten. Das wird sie geschenkt bekommen haben vom Sohn, nehme ich mal an. Okay, irgendwas muss ich wieder mal übersehen haben. Hm. Ja, das hatten wir schon. Unverheiratet, okay. Oh, wow. Da möchte ich jetzt laut ausrufen, no shit, Sherlock. Ja. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that. Ja, Diebstahl und Todesfall ist doch was Alltägliches da. Also, Ja, eben. Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is such a terrible misfortune. oh, die einzige Person, die gut über ihn redet. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Mhm. Oh. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. Ja, darunter leidet man auch. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Thank you, miss. None of the 3 people who work at Kew Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Ja, deshalb sollte man es auch so laut direkt neben einen der Verdächtigen sagen. Ja, ja gut, er hat ja nur leise gedacht und wir haben es nur laut gehört. Mhm. Ich habe da direkt schon mal Einwände. Okay. Sie hat das teure Parfum. Sie behauptet, mit Arbeiten in Teilzeit, aber in einem der Gebäude noch nie gewesen zu sein. Was schon mal ziemlich unglaubwürdig ist, wenn du wo arbeitest, bist du doch überall in jedem Raum mal, wenn es nur ist, um jemanden was zu fragen. Ja. Dass sie das kategorisch so verneint hat, smells fishy. Mhm. Wenn ich zu viel laber, musst du sagen, ne? These leather Nö, gloves nö. are new and Ist of doch mal good gut, was zu quality. hören. They do not appear to have been used. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Tja, sie ist halt multitaskingfähig. Materials for college study. They belong to Albert. This place serves as Albert's office. Aha. Ja, zufällig in der Nähe der Dame, alles klar. Wahrscheinlich zu schüchtern, um sie anzusprechen, aber nicht schüchtern genug, um nicht mit ihr im selben Raum zu sein. Mhm. Könnte der Mord an seinem Vater schon wieder ein neues Motiv haben? War das Eifersucht? Mhm.
Naja. Vom stellvertretenden Direktor haben wir gehört, dass der Tote sehr der Frauen hinterher war. Ja. Es würde auch erklären, warum er als einziger zu ihr nett war. Ja. Ja. Ich glaube, Hm? der Fall ist einfacher als für das so Ja. ziemlich perfekt. Und ich glaube, ich habe auch eine Idee, wie der Mord passiert sein könnte. Aha. Wir haben doch hier ein Ventilationssystem. Ah. Und dort, wo der Angriff stattfand, war doch so ein Lüftungsrohr. Was würde passieren, wenn man zum Beispiel giftige Pollen über den Schacht dorthin pusten würde? Ja. Und man dafür sorgen würde, dass das Opfer direkt darunter steht, wenn es rauskommt. Was dann aber noch die Frage aufwirft, warum hat jemand eine Maske gebraucht, um in die Nähe des Toten zu kommen? Weil offensichtlich wurde ja die Maske verwendet, um nicht einzuatmen, was auch immer da war. Also muss es da irgendwas gegeben haben, was beseitigt werden muss. Hm. Was war das? Oder der Mörder hat die Maske getragen, als er die giftigen Pollen in das Ventilationssystem gebracht hat, um sicherzugehen, dass er nichts einatmet. Was ich mich jetzt allerdings eher frage, was für epileptische Anfälle hat Watson da gerade? Scheiße. Er trainiert nur ein bisschen seine Waden. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Gegenstand von Interesse. Das heißt, es wird noch wichtig, aber wir brauchen noch irgendwas. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Ja, danke. A water tank. Können ja mal gucken, wo der Schacht dahin führt.